Der Tsavo-West-Nationalpark. Der Tsavo-West-Nationalpark liegt im Südosten Kenias, westlich der Bahnstrecke Mombasa-Nairobi, die ihn vom Nationalpark Tsavo-Ost trennt. Der Park liegt auf etwa 900 Meter Höhe mit Bergspitzen von bis zu 1800 Meter und er hat dadurch gegenüber der Küste etwas niedrigere, für Europäer oft als angenehmer empfundene Temperaturen. Die Landschaft des Tsavo-West ist sehr vielfältig und deutlich bergiger und feuchter als die des Tsavo-Ost. Aus der Ebene ragen zahlreiche Vulkankegel. Die Tierwelt des Tsavo-West ist sehr artenreich. Aufgrund der dichten Vegetation sind die Tiere oftmals schwer auszumachen. Neben den Big Five, also Elefant, Nashorn, Leopard, afrikanischer Büffel und Löwe, leben hier diverse andere Säugetierarten. Nennenswerte Sehenswürdigkeiten im Park sind die Shetani Lava Flows, Nsimo Springs, das Reno Sanctuary, die Roaring Rocks und Poachers Lookout. Betritt man den Park durch das Tsavo Gate, macht die Piste zunächst einen Schwenk nach Süden und führt direkt an den Tsavo River, der, gespeist aus dem Schmelzwasser des Mount Kilimanjaro, ganzjährig Wasser führt und dadurch ständig Tiere anzieht. An seinen Ufern stehen Galeriewälder. Abseits des Tsavo River findet man Tiere vorwiegend an den Wasserstellen. Nahe dem Chyulu Gate liegt eine der Attraktionen von Tsavo West. Vor etwa 200 Jahren gab es in den Chyulu Hills einen Vulkanausbruch, der ein gigantisches Lavafeld hinterließ, das bis heute noch weitgehend ohne Bewuchs ist. Man kann sich vorstellen, was diese Eruption für diese Gegend bedeutet haben muss. Die Höhlen dieses Lavafelds konnte ich leider nicht besuchen, da sie aus Sicherheitsgründen nur mit Begleitung eines Rangers besucht werden dürfen. Hyänen und Leoparden beanspruchen diese Höhlen für sich, was für Besucher mitunter gefährlich werden kann. Nicht jede Touristin möchte ihren Gatten opfern, um dafür einzigartige Bilder von Leoparden auf der Jagd zu bekommen. Das Schmelzwasser des Kilimanjaro braucht etwa 25 Jahre, um unterirdisch durch dieses Lavafeld zu fließen und dann bei den Nsimo Springs ans Tageslicht zu treten. Dieses Quellgebiet ist einzigartig in dieser Landschaft und die wohl beeindruckendste Attraktion von Tsavo West. Einige Seen, verbunden mit einem kleinen Fluss, beherbergen eine Vielzahl von Tieren. Das Wasser versickert dann wieder in der Erde, sodass dieses Gebiet weitgehend isoliert ist. Die hier lebenden Flusspferde und Krokodile können die weiten Entfernungen zu anderen Gewässern hinreichender Größe nicht überbrücken und bleiben deshalb ihr Leben lang hier. Entsprechend vorsichtig sollten Besucher sein, denn nicht alle Krokodile sind so winzig wie dieses. Sie fressen zwar nur einmal pro Woche, aber man weiß ja nie, wie lange das letzte Mal bereits zurückliegt. Doch zumeist liegen alle Krokodile nur faul am Rande der Seen. Die Flusspferde sind nicht weniger gefährlich als die Krokodile. Keinesfalls sollte man ihnen zu nahe kommen. Der Bestand der Flusspferde war anlässlich einer Trockenzeit vor einigen Jahren dramatisch eingebrochen. Weil diese Seen auch in der ärgsten Trockenheit genug Wasser haben, kamen alle Tiere von weit her an diese Quellen und fraßen alle für die Flusspferde erreichbare Nahrung kahl. Inzwischen erholt sich der Bestand wieder und es scheint sogar, als wären solche Katastrophen von der Natur fest eingeplant, um eine Überbevölkerung dieses Gebiets zu vermeiden. Tagsüber sind die Flusspferde im Wasser. Nachts weiden sie in einem Umkreis von mehreren Kilometern. Ein in den See eingelassener Tank ermöglicht nicht nur den Blick auf die Seen in Höhe der Wasseroberfläche,
sondern auch einzigartige Einblicke in das Leben unter Wasser. Man kann von hier in alle Richtungen blicken. Die vielen kleinen und großen Fische sind einfach faszinierend. Auch wenn der Zustand der Scheiben nicht den vertrauenerweckendsten Eindruck macht. Bei meinem Besuch haben sie gehalten. Man sollte allerdings seine Finger nicht durch die Gucklöcher stecken, beispielsweise um mit einem Smartphone Aufnahmen zu machen. Krokodile könnten dies als angebotenen Imbiss interpretieren. Selbst die Vogelwelt ist beeindruckend. Ein befestigter Rundweg führt den Touristen sicher durch das Gelände. Die Ranger haben hier Schädel toter Tiere platziert. Am Rande stehende Bäume sind beschildert. Hier trägt der Leberwurstbaum keine Früchte, da zu viele Tiere sich diese sofort holen. Wenige Meter vom See entfernt ist die Gegend dann wieder deutlich trockener. Ein kleiner Zoo mitten in der Wildnis, nur ganz ohne Zäune. Die Roaring Hills können für Touristen mit guter Kondition erwandert werden. Man braucht etwa 15 Minuten bis auf die Spitze und hat von dort einen wunderbaren Rundumblick auf die Chyulu Hills, den Kilimanjaro und das gesamte Umland. Ein Fernglas oder eine Kamera mit sehr gutem Teleobjektiv ist jedoch empfehlenswert. Wer den Aufstieg zu Fuß scheut, fährt besser zum Poachers Lookout. Von hier aus sollen die Wilderer nach Nashörnern Ausschau gehalten haben. Eine Tafel erinnert an diese Zeit. Jetzt haben Touristen das Privileg, den einzigartigen Rundumblick zu genießen. Dazu gehört auch der eindrucksvolle Blick auf den Mount Kilimanjaro. Man sieht allerdings auch, dass es in den trockenen Ebenen, abseits der Wasserstellen, kaum Tiere gibt. Aufgrund der Größe des Parks sind zwischen den Attraktionen oft größere Distanzen zu überbrücken. Doch es lohnt sich, die Augen dabei offen zu halten. Es ist nicht nur eine beeindruckende Landschaft, sondern man sieht immer wieder Tiergruppen. Allerdings muss man die Augen schon wachsam offen halten, was hier beispielsweise aus der Ferne zunächst nach Rauch von einem Buschfeuer aussieht, entpuppt sich am Ende als aufgewirbelter Staub zweier Strauße. In der Mittagszeit suchen auch die Tiere des Parks den Schatten auf. Verschiedenste Arten sind dann einmütig nebeneinander zu finden. Immer wieder sieht man Giraffen in kleinen Gruppen. Aber auch Elefanten kreuzen immer wieder den Weg. Ihre rote Farbe verdanken sie Staubbädern in der roten Erde des Nationalparks. Obwohl es hier nicht so dramatisch heiß ist, sollte man nie vergessen, dass die Sonne senkrecht am Himmel steht und ihre UV-Strahlen unbarmherzig herabschickt. Touristen sollten sich mit Hut und Sonnencreme schützen. Die Oryx-Antilopen können das nicht und suchen stattdessen den Schatten. In Tälern mit Wasserlauf sind natürlich weitaus mehr Tiere zu finden. Doch durch den hier stärkeren Bewuchs sind die Tiere oft auch schwerer auszumachen. Dann sieht man einige überraschend vor dem Fahrzeug auf der Straße. Blockiert eine Herde Zebras die Straße, gebietet es der Anstand, diese nicht durch provokantes Heranfahren zu verscheuchen, sondern in respektvollem Abstand zu warten, bis diese weitergezogen sind. Wir wollen nie vergessen, dass wir hier nur Besucher im Reich der Tiere sind. Dem Spiel der Paviane kann man stundenlang zusehen. Manchmal scheint es allerdings so, als seien sie die Beobachter und die Menschen in ihrem Fahrzeug das zu betrachtende Objekt. Es ist erstaunlich, wie viele verschiedene Vögel es am Boden gibt. Manche auffällig,
andere eher gut getarnt. Im Rhino Sanctuary sollen rund 80 Nashörner leben. Doch trotz Einzäunung ist es nicht jedem Besucher vergönnt, dort ein Exemplar zu sehen. So schön der Bewuchs auch für Mensch und Tier sein mag, es erschwert die Sichtung der Tiere. Ich war 2 Tage in diesem eindrucksvollen Nationalpark. Ein Erlebnis, das ich niemals vergessen werde.